Hallo ihr Lieben, vor genau 7 Jahren habe ich ein Video zu Vanillekipferln veröffentlicht und heute gibt es die neue Version mit verbesserter Rezeptur und natürlich viel besserer Aufnahmequalität. Für den Teig braucht ihr weiche Butter, Puderzucker, geriebene Mandeln, Mehl, Speisestärke, die sorgt dafür, dass eure Kipferl besonders mürbe werden. Dann braucht ihr noch eine Prise Salz, Eigelbe, die machen sie ebenfalls mürbe und ganz wichtig, Vanille. Ich verwende mein Vanillepulver, das ist nichts anderes als getrocknete, gemahlene Vanilleschote. Ihr könnt auch die Schote hernehmen, Vanilleextrakt oder auch Vanillezucker. Und zum Wenden bzw. Bestreuen der Vanillekipferl brauchen wir noch Puderzucker und ebenfalls Vanille. Im ersten Schritt gebt ihr folgende Zutaten in eine Rührschüssel, und zwar die weiche Butter, Puderzucker und Vanillepulver, eine Prise Salz und die Eigelbe. Ihr könnt natürlich gerne einen Mixer verwenden, ich nehme dafür einfach meine Hand, da spare ich mir dann auch den Abwasch der Mixstäbe. Sobald die Zutaten vermischt sind, gebt ihr die Speisestärke und die Mandeln dazu. Mürbeteig solltet ihr nie zu lange kneten, der wird sonst brandig, denn das Fett tritt aus und dann schmeckt euer Teig nicht mehr. Also immer nur so lange rühren, bis die Zutaten vermischt sind und dann zum nächsten Schritt übergehen. Das wäre in diesem Fall die Zugabe des Mehls, und wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr, ich gebe das Mehl nie in einem hinein, sondern immer portionsweise, da ich so einfach ein besseres Gefühl für den Teig habe. Übrigens könnt ihr diesen Teig auch gerne mit Haselnüssen oder Walnüssen zubereiten, beachtet aber, dass ihr vor allem bei den Walnüssen etwas mehr Mehl benötigt, denn die sind relativ fettreich und dann nimmt der Teig einfach ein bisschen mehr auf. Zum Schluss bemehle ich die Schüssel ein bisschen, um sie zu reinigen und die Reste herunterzukratzen, und dann ist der Teig auch schon fertig. Ihr seht, der ist schön kompakt, klebt nicht am Schüsselrand und ist trotzdem weich. Weil ich euch 2 Methoden zeigen möchte, wie ihr Kipferl formen könnt, teile ich mir den Teig jetzt auf. Dieses kleine Teigstück wird später zu einer Rolle geformt und das große, das gebe ich einfach auf ein Stück Frischhaltefolie, drücke es mit meinen Händen flach und wickle es sorgfältig ein. Die Rolle, die ist bei mir ungefähr 35 cm lang und hat einen Durchmesser von ca. 2,5 cm. Sowohl die Rolle als auch die Platte stelle ich jetzt in den Kühlschrank für mindestens 2 bis 3 Stunden. Ist der Teig gut gekühlt, könnt ihr ein Backblech mit Backpapier vorbereiten und den Teig aus dem Kühlschrank holen. Ihr seht, er ist richtig schön fest und genau so soll er sein, damit eure Kipferl später beim Backen nicht zerlaufen und die Form behalten. Entnehmt nur so viel Teig, wie ihr relativ rasch verarbeiten könnt, den Rest wickelt ihr wieder in Folie und stellt ihn in den Kühlschrank. Methode Nummer 1 ist schon meine Lieblingsmethode, denn ich war vor 7 Jahren schon die erste, die den Kugelausstecher zum Kekseformen verwendet hat, und das mache ich immer noch, denn es funktioniert einfach. Ihr könnt hiermit immer die gleiche Menge an Teig entnehmen und das macht eure Kipferl einfach schön gleichmäßig. Macht den Kugelausstecher bis oben hin einmal voll, erwärmt den Teig ein bisschen mit euren Handinnenflächen und formt eine schöne Kugel. Legt die Kugel auf die Arbeitsfläche und bearbeitet sie jetzt kurz mit eurer Handinnenfläche bzw. mit dem Handballen. Habt ihr eine Rolle geformt, bearbeitet ihr das Kipferl jetzt mit euren Fingern weiter. Ihr fahrt nämlich so drüber, dass ihr am Ende diese 2 kleinen Spitzen an den Seiten bekommt. Einmal zur Mitte hin biegen und fertig ist das Kipferl. Auf diese Weise fahrt ihr fort, bis der komplette Teig verbraucht ist. Das dauert natürlich ein bisschen, aber dafür habt ihr danach Kipferl, die wirklich alle gleich ausschauen. Von vorne sieht man sogar noch ein bisschen besser, wie ich das Kipferl bearbeite und vor allem, wie ich meine Finger spreize, um diese typische Form hinzubekommen. Das erste Blech ist fertig und kann in den Ofen wandern, und zwar in den vorgeheizten bei 175 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 10 bis 12 Minuten.
Weil jeder Ofen anders arbeitet, solltet ihr sie unbedingt im Auge behalten, denn sie dürfen nicht dunkel werden, sondern sollten noch hell bleiben. Falls ihr keinen Kugelausstecher habt oder euch auch keinen besorgen wollt, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit mit der Rolle. Legt ein Lineal dazu und schneidet die Rolle immer in ungefähr 1 cm breite Stücke, dann habt ihr in etwa für jedes Kipferl die gleiche Menge an Teig. Jedes Teigstück wird wiederum zu einem Bällchen geformt und schließlich zu einem Kipferl. Im nächsten Schritt vermischt ihr den Puderzucker mit der Vanille. In dieser Mischung könnt ihr die lauwarmen Kipferl wenden, dann werden sie etwas süßer, aber sie können auch schwitzen, das heißt, sie werden dann leicht feucht, oder ihr lasst sie vollständig auskühlen und macht es so wie ich und bestreut sie einfach mit dem Puderzucker. Lagert sie in Metallboxen, die ihr mit Küchenrolle auslegt, und an einem kühlen Ort. Dort sind sie dann mindestens 2 bis 3 Wochen haltbar. Damit die Vanillekipferl ihr volles Aroma entfalten, solltet ihr sie ungefähr eine halbe Stunde vor dem Servieren auf Zimmertemperatur kommen lassen. So schmecken sie am besten. Sie schmecken deswegen so gut, weil sie schön mürbe sind und im Mund zerfallen und einfach wunderbar nach Vanille duften. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video.